Apple Watch hinzufügen, für mich selbst konfigurieren und jetzt das hier in den Rahmen halten. Das war jetzt wirklich Glück. Der UPS-Mann wollte eigentlich schon wegfahren. Es ist 17:20 Uhr und nur bis 15 Uhr hatte wohl sein Dispatcher gesagt, darf er ausliefern. Ich war aber zufällig auf der Straße, habe ihn angesprochen und gesagt, ja, ich habe noch Pakete, aber eigentlich darf ich die jetzt nicht übergeben. Was für ein Quatsch. Dann hat er da angerufen und ihr habt es gesehen. Da ist sie, die Apple Watch Ultra. Ich bin mega gespannt. Und die Apple Watch ist ja eine riesen Erfolgsgeschichte. 2014 vorgestellt, ganz offiziell. Erst ein halbes Jahr später ist sie dann tatsächlich auf dem Markt gewesen und wurde von Apple ja an ganz viele Promis erstmal distributiert. Das heißt, Katy Perry war dabei, Jennifer Aniston, Karl Lagerfeld. Die sind alle dann mit dem Modell rumgelaufen. Und zwar mit diesem hier. Das ist die originale Apple Watch 1. Die holen wir mal raus, bevor wir uns an die Ultra ranmachen. Es gab übrigens auch eine Gold-Edition. Ich glaube, die hieß einfach nur Watch Edition. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ich mich täusche. Und damals gab es hier so ein schickes Case. Haptischer Kunststoff. Und jetzt gucken wir mal. Hier das Stahlmodell. Auch noch nicht aktiviert. Das war die allererste Apple Watch 2014. Naja, und dann ging es weiter. Serie 1, Serie 2. Jetzt sind wir bei der Serie 8 und ganz, ganz neu, die Ultra. Und da bin ich richtig gespannt. Und jetzt packen wir die Apple Watch 1 weg und holen uns die Ultra. Ja, wie gesagt, hier zum Beispiel das Verpackungsdesign mit den Jahren hat sich immer wieder geändert. Hier haben wir die Serie 7. Das beispielsweise war die Verpackung der Serie 5. Serie 5, Serie 7, Serie 8. Nein, jetzt geht es um die Apple Watch Ultra. Und das ist jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt für euch, vielleicht mir ein Abo zu hinterlassen. Dann seid ihr nämlich immer aktuell informiert, wenn es neue Videos gibt auf Tech for Fun. Außerdem unterstützt ihr den Kanal und mich damit, wäre ich euch sehr dankbar. Am Ende des Films oder in der Mitte, wenn euch das Video gefällt, ein Daumen nach oben wäre auch klasse. So, jetzt wird nicht mehr gequatscht, jetzt öffnen wir das Teil. Ein ganz neuer Formfaktor, seit vielen, vielen Jahren, ja, zum ersten Mal ein Booklet. Die verschiedenen Armbandtypen, 3 an der Zahl gibt es, Alpine, Ocean und Trail. Hier eine Kurzbedienungsanleitung, das ist der neue Action-Knopf, der individuell belegt werden kann. Ziffernblätter, dieses Kompass-Ziffernblatt und hinten nochmal irgendwelche Legal Declarations, schätze ich mal. Also, hier einmal die Apple Watch Ultra allein und dann hier nochmal das Alpine Loop. Ich habe das hier in hell und habe es mir nochmal extra dazu bestellt in Khaki-Grün, so military-mäßig. Ich liebe diese grünen Pfeile. Einmal und zweimal. So, und jetzt so. Kennt ihr das Video von dem iPhone-Käufer? Irgendwie, ich glaube, Apple Store Kurfürstendamm oder irgendein anderer, der hat das direkt vor dem Laden ausgepackt und dann ist ihm das ganze Handy hingefallen. Auch so mit der Box gemacht. Da ist sie. Die Apple Watch Ultra. 49 mm. Hier haben wir das
Ladegerät induktiv, dann hier das Case und das war's schon. Erster Eindruck? Ich hätte gedacht, sie ist viel, viel schwerer mit 49 mm. Hier im Vergleich übrigens die Serie 6 mit ihren 44 mm. Oder 45? 49 mm. Und wie man es von Apple kennt, eine super Haptik. Da ist sie. Apple Watch Ultra. S8-Prozessor, 49 mm. Dann machen wir doch mal ein Armband dran. Das Gehäuse ist aus Titan und darum ist die Apple Watch natürlich auch so leicht. Premiere. Tadam. Hier ziehen und dann hier irgendwo einklinken. Super. Ja, das mag ich. Genau die richtige Größe, tolles Gehäuse, das Glas überhaupt nicht gewölbt. Hier mit der Krone und dem Drücker und hier die Action-Taste. Boah, gefällt die mir gut. Hier mal zum Vergleich die Apple Watch Serie 7. Naja, das ist schon klein dagegen. In der Apple Watch Ultra habt ihr ein Saphirglas und eine Gehäusegröße von 49 mm, habe ich schon öfter gesagt, und eine Helligkeit von 2000 Nits. Zum Vergleich hier die Serie 8, die Series 8 hat 1000 Nits, also doppelt so hell. Hier habt ihr natürlich auch die Funktion des Always-On-Displays und das Display selbst ist ein Retina OLED-Display. Ja, angetrieben wird die Apple Watch Ultra von dem S8-Prozessor, Nachfolger des S7. Allerdings, da hat sich nicht ganz so viel getan. Das ist ein Dual-Core mit 64 Bit. Dann gibt es den U1-Chip und den W3-Chip. Die Apple Watch Ultra ist wasserdicht bis 100 Meter und klar, da bietet sich das an. Hier ist auch ein Tauchcomputer integriert. An Bord habt ihr serienmäßig, das heißt, ihr könnt nicht wählen wie bei der Serie 7 oder 8, ob ihr eine UMTS-Variante haben wollt. An Bord ist UMTS, LTE, Bluetooth 5.3 und natürlich GPS. Und das ist ausgeführt als sogenanntes Zweikanal-GPS und die sind besonders genau bei der Ortsbestimmung. Speichermäßig kommt die Ultra mit 32 GB Speicher daher. Auf der Keynote und auch im Netz besondere Beachtung hat gefunden die Akkukapazität. Hier habt ihr auf jeden Fall 36 Stunden und irgendwann im Laufe dieses Jahres soll es noch ein Update geben. Dann habt ihr eine Laufzeit von 60 Stunden. Das ist wirklich super. Kommen wir noch mal kurz zu den Sensoren, die die Ultra an Bord hat. Das ist einmal der elektrische Blutsensor, dann gibt es den optischen Blutsensor, dann habt ihr Blutsauerstoff und ihr habt neuen Temperatursensor, vor allen Dingen für Frauen ist das super, nämlich zu einer sehr genauen Bestimmung und Analyse der Periode. Und softwaremäßig ganz neu ist eine Art Crash Detection beim Autofahren, ganz spannendes Ding. Bis zu 1 Million Fahrstunden hat Apple hier ausgewertet, um eine hohe Zuverlässigkeit für die Crash Detection zu gewährleisten. Okay, los geht's. Öffne die Apple Watch App auf dem iPhone zur Konfiguration. Deutsch, Deutschland. Koppeln starten. Apple Watch hinzufügen. Für mich selbst konfigurieren. Und jetzt das hier in den Rahmen halten. Deine Apple Watch ist gekoppelt. Dies wird deine neue Apple Watch. Hier ist alles so konfiguriert wie auf deiner anderen Apple Watch App. Starten, weiter. So,
Und jetzt wird die Apple Watch mit dem iPhone gekoppelt, bestimmte Daten werden übertragen und dann schauen wir uns mal die Menüführung, die neuen Ziffernblätter und natürlich das Display an. 2000 Nits, sage ich nur. Die Einrichtung ist fertig, hat ungefähr 10 Minuten gedauert. Willkommen bei der Apple Watch. Okay, jetzt habe ich hier einmal die Apple Watch 7 und dann die Apple Watch Ultra. Also dieser Bildschirm, das macht schon wirklich Eindruck. Unheimlich hell und ja, durch die Größe natürlich toll ablesbar. So, was haben wir denn hier? Neue App, Tiefe. Zum Aufzeichnen der Tiefe Apple Watch untertauchen. Ich habe jetzt nichts zum Untertauchen. Schönes haptisches Feedback kriegt ihr. Oh. Das ist ganz schön laut. Man sieht halt alles viel, viel besser. Wenn wir das jetzt mal vergleichen, schon deutlich besser zu sehen. Deutlich. Größer eben, aber auch die Brillanz ist irgendwie besser. Ja, also ich freue mich total, bin ganz gespannt, wie sich die Apple Watch Ultra im Alltag so schlägt. Für mich ein ganz, ganz toller Wurf, großer Wurf von Apple. Mir gefällt das Ding absolut gut. Frage, sollt ihr updaten? Also für mich ganz klare Empfehlung, wenn ihr eine Serie 7 habt, auf die Serie 8 abzudaten. Das lohnt sich nicht wirklich, da kann man echt noch ein Jahr warten. Aber von der Serie 5, 4, 3 oder 7 auf die Apple Watch Ultra. Wer Spaß hat an Technik, an moderner Technik, wer darauf steht, eine tolle Haptik, ein Titangehäuse und ja, 49 mm, also wirklich eine große Uhr, da kann ich nur sagen, macht das, ihr werdet es nicht bereuen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche eine tolle Zeit. Tech for Fun, Grüße aus der Hauptstadt.